Guten Morgen zusammen. Viele von euch nutzen sicherlich, wie ich das auch gemacht habe, ein Smartphone zum Navigieren auf dem Roller. Hat einige Vorteile. Man hat das Ding immer mit dabei. Man hat in der Regel die wichtigsten Apps drauf, Google Maps, Kalimoto, und kann damit natürlich auch wunderbar navigieren. Ein Smartphone hat natürlich auch ein paar Nachteile. Für mich der wichtigste ist, die sind ja heutzutage relativ teuer. Ich habe jetzt hier ein iPhone. Da sind heutzutage sehr komplexe Kamerasysteme drin mit Bildstabilisatoren und die sind relativ empfindlich natürlich, was Stöße und sowas angeht. Es gibt bei vielen Halterungen, ob das jetzt Quadlock oder SP Connect ist, so eine Anti-Vibrationsdämpfer, die funktionieren auch ganz gut. Ist mir trotzdem ein bisschen zu riskant, jetzt für 1.500 Euro da ein Smartphone ranzumachen. Das wäre also der erste Nachteil, die Kamera kann beschädigt werden. Der zweite Nachteil ist natürlich, so ein Smartphone ist nicht unbedingt wasserdicht. Wir haben ja unten die Anschlüsse, Lautsprecher, Stromanschluss, Kopfhörer manchmal noch. Da kann Wasser eindringen, wenn es regnet. Und der dritte ist, meistens lassen die sich mit Handschuhen auch nicht gut bedienen. Und das ist natürlich nicht so gut. Dann muss man immer anhalten, Handschuhe ausziehen und dann kann man das erst bedienen. So kann man halt, wenn man steht, auch mal mit dem Handschuh, ohne das jetzt gleich ausziehen zu müssen, irgendwas eingeben. Und was ich jetzt schon seit vielen Jahren nutze anstelle eines Smartphones, ist ein Touchscreen. Den montiere ich mir an den Roller ran. Entweder einen Spiegel oder bei meinem Zontes habe ich es schön in der Mitte. So ein Touchscreen kann auch immer dranbleiben. Was ist es jetzt genau? Das ist ein Apple CarPlay oder auch Android Auto Device. Da spiegelt man sozusagen die Oberfläche vom Smartphone mit den wichtigsten Apps auf dieses Display. Das wie gesagt ein Touchscreen ist, kann man mit Handschuhen bedienen, wasserdicht, hat viele Vorteile, die gehe ich auch mit euch gleich nochmal durch. Ich packe es nur schnell mal aus. Das hier ist jetzt von CarPurite, da hatte ich schon mal eins vorgestellt, das 702. Das hier ist jetzt das neue CarPurite, das 502 Pro. In diesem Fall jetzt mit TPMS, also es hat gleich einen Reifendrucksensor mit dabei und das finde ich super praktisch. Zeige ich euch auch gleich warum und wie das Ganze funktioniert. Das ist das Gerät. Ich packe es schnell mal aus, damit ihr seht, was da mit drin ist. Zum Preis komme ich nachher auch noch mal. Und ihr bekommt natürlich wie immer einen schönen Rabatt. Das heißt, wenn ihr das über den Link kauft, der unten unter der Beschreibung ist, gibt es 30% Rabatt. So, was ist jetzt in der Box drin? Ich packe das mal aus. Ist noch original verpackt, habe es noch nicht offen gehabt. Schön eingepackt, hier alles schön mit Schaumstoff. Dann kommt natürlich als erstes das Display, oben mit so einer kleinen Sonnenblende, sehr gut verarbeitet, extrem stabil. Ja, hinten kommt ein Kabel raus, das ist das Stromkabel, mehr braucht man nicht. Und dann ist natürlich noch eine ganze Menge Zubehör mit dabei. Wir haben Kabel zum Anschließen, die sind auch alle wasserdicht, die haben so einen kleinen Schraubverschluss hier oben. Das ist jetzt das Standardkabel, wenn man es an die Batterie anschließt. Aber um es ein bisschen simpler zu machen, haben sie auch ein USB-Kabel mit reingepackt. Das heißt, so mache ich das meistens. Meine Roller haben einen USB-Anschluss. Das heißt, ich stecke es hinten rein, zack in den USB-Anschluss rein. Und das Ganze funktioniert, muss also nicht fest verkabelt werden. Dann ist hier noch so ein Halterungssystem dabei. Diese Klemme hier ist in der Regel für einen Motorradlenker gedacht. Es gibt aber ganz viele RAM-Mount-Systeme für allen möglichen Halterungen, also für Spiegel. Ist so ein Universalsystem, kriegt man überall. Dann haben wir natürlich alle Schrauben, die wir benötigen. Also alles, was man braucht, um das Ganze anzuschließen. Das ist das ganze Zubehör. Ich konzentriere mich jetzt mal auf die wichtigen Sachen. Also ich nehme mal das USB-Kabel, dann kann ich euch mal gleich zeigen, wie das Gerät funktioniert. Dann schauen wir uns jetzt mal das hier an, diese Tüte hier. Das sind die Reifendrucksensoren. Super easy vom Handling her. Wir haben einen für Front und einen für Rear. Einer ist FW und einer ist RW, also Front Wheel und Rear Wheel. Dazu noch zwei kleine Muttern hier, die man dann nutzt, um die Sensoren zu kontern, wenn sie dann drauf gemacht ist. Dafür braucht man diesen Schlüssel. Und das ist wirklich super praktisch. Ich hatte es früher bei meiner Vespa so ein separates Gerät. Gleiches Prinzip, man hat zwei Sensoren, die darauf geschraubt werden, aber war halt wieder ein zusätzliches kleines Gerät. Hier ist es jetzt in dem CarPurite mit integriert. Tolle Sache, Reifendruckkontrollsystem gibt einem die Sicherheit, dass man immer weiß, dass man mit dem richtigen Reifendruck fährt. Gerade bei Vespa sehr wichtig, durch die kleinen Räder, da kommt es öfter mal vor, dass der Reifendruck nicht ganz akkurat ist. Also den immer kontrollieren und wenn ihr so ein System habt, ganz easy, müsst ihr also nicht an eine Tankstelle gehen, könnt ihr dann am Gerät direkt sehen, wie hoch der Reifendruck ist und eventuell dann nochmal nachfüllen. Hier ist eine ausgiebige Beschreibung, da steht alles da, wie man ein iPhone oder ein Android-Smartphone anschließt. Auch die Stromanschlüsse sind nochmal genau erklärt hier. Ist ganz simpel. Ich mache das Gerät gleich mal an, dann können wir uns das mal angucken. So, ich nehme jetzt mal ein USB-Kabel und schließe das Ganze mal an. Ihr könnt es am Fahrzeug, aber natürlich auch machen, wenn ihr so eine Powerbank habt. Ganz normaler USB-A-Anschluss, den rein und dann sollte das Gerät
auch relativ zügig starten. Da sieht man schon. Ich gehe nochmal auf die wichtigsten Funktionen ein. Also es ist ein Touchscreen, der ist wasserdicht, hat 1000 Nits, ist also auch schön hell. Das ist jetzt ein 5 Zoll Modell, gibt es auch als 7 Zoll Modell, dann ein bisschen größer. Ich finde aber für einen Roller reicht das kleine aus. Man sieht auch alles super. Die Helligkeit bei diesem Pro-Gerät regelt sich automatisch. Das heißt, wenn ihr in einen Tunnel reinfahrt, wird das Ding automatisch dunkler, blendet nicht. Ist eine tolle Funktion, war bei den alten Geräten noch nicht, wurde jetzt auch ergänzt. Dann könnt ihr bei dem Gerät 2 Helme anschließen, also euer Intercom könnt ihr damit koppeln, wie auch natürlich das Smartphone und habt dann halt die Intercom-Funktion, könnt Musik, die ihr da hört, dann auch übers Intercom teilen. Also auch eine ganz praktische Sache. Dann für alle Vielreisenden, die vielleicht ohne Navi es mal wagen wollen, ist hier noch ein Kompass mit drin und ein Barometer, sodass man immer noch die Höhenangaben hat. Das Gerät selber ist recht simpel. Hinten halt, wie gesagt, diese Standard 1 Zoll RAM-Mount. Dann haben wir an der Seite noch eine An-Aus-Taste und hier ist noch ein Card-Slot für eine MicroSD. Ich zeige euch jetzt mal das Display und die Funktion. Wir haben halt hier vorne iPlay, dafür müssen wir das Ganze aber gleich erstmal koppeln. Wir haben hier oben noch ein paar Tasten. Hier haben wir die Lautstärke-Einstellung für Media und für die Sprache. Daneben einen Equalizer. Wenn ihr jetzt Musik hört, könnt ihr dann über den Equalizer den Ton auch noch einstellen. Bluetooth-Name, gut, das ist jetzt für die Kopplung nachher. Hier haben wir die Helligkeit. Da können wir jetzt mal das Ganze nach oben schieben, dann sieht man schon mal, wie hell das wird. Wenn ich hier vorne answitche, dann ist die Automatikfunktion aktiviert und das Display stellt sich dann automatisch auf die Umgebungshelligkeit ein. So, hier haben wir die Voltanzeige oben auch noch, das ist auch neu, das gab es früher auch nicht, 5,1 Volt. Jetzt über die Powerbank hier. iPlay ist also für Apple CarPlay. Auto, Android Auto, da koppelt man das Ganze dann. Audio-Output kann ich hier noch einstellen. Da gibt es einmal über Bluetooth Trans oder über iPlay Auto. Kann jetzt nicht funktionieren, weil es noch nicht verbunden ist. Dann haben wir hier Mountings, nennt sich das. Das ist dann hier der Kompass. Man sieht, der bewegt sich dann. Und wir haben dann hier auch Front Wheel, Rear Wheel, den Reifendruck und das Barometer. Wir haben hier noch eine Neigungsanzeige, damit ihr dann bei Kurvenfahrten eure Neigungswinkel sehen könnt. Hier haben wir noch Phone, also Telefon, da kann man das dann einstellen. Musik, die Karte kann ich mir angucken mit eventuellen Medien, die ich mir ansehen möchte. Ich gehe jetzt mal in die Settings rein. Language stellen wir mal um. Wir wollen das Ganze ja auf German. So, und jetzt habe ich hier unten Copyright, da sieht man es schon. Ich gehe mal hier rein. 421D80, das ist es. So, hier sagt er mir jetzt ein Passkey, kontrollieren, ob es der gleiche ist, koppeln sagen, Favoriten und Kontakte will ich jetzt nicht hier mit reinbringen. So, jetzt haben wir oben das Symbol und jetzt ist mein Handy verbunden. Ich habe jetzt hier die Oberfläche vom Apple CarPlay. Wer das aus dem Auto kennt, ist genau das Gleiche. Also ich habe jetzt hier Musik, Spotify, Karten, Google Maps, alles, was man so möchte und kann mir dann hier die Sachen ansteuern. Telefon natürlich auch. Wenn das Gerät einmal gekoppelt wurde mit eurem Smartphone, dann verbindet sich es immer wieder. Das heißt, wenn ihr in die Nähe kommt, das Gerät geht an, wird es automatisch verbunden mit eurem Smartphone. Über die Taste hier unten komme ich immer wieder zurück. Ich habe auch so ein Splitscreen. Da kann ich dann mir auf der einen Seite die Karte einblenden lassen von Google Maps und auf der anderen Seite habe ich dann meine Musikeinstellung. Auch ganz praktisch. Oder ich gehe halt in den Fullscreen und kann dann halt über Google Maps mir die Karte anzeigen lassen. Ich nehme jetzt mal einen ganz normalen Handschuh. Das ist jetzt also keiner, der so eine Fingerprint-Flächen hier oben hat für Smartphone, sondern das ist ein ganz normaler. Wenn ich jetzt hier rauf gehe, sieht man schon wunderbar, kann ich alles einwandfrei bedienen. Car-Home. Ja, also ihr seht, das funktioniert wunderbar auch mit einem Handschuh, der normalerweise gar nicht dafür geeignet ist. Also das ist der Vorteil gegenüber einem normalen Smartphone. Ihr seht schon, ich kriege das nicht mal an. Ich mache mal den Test, dann habt ihr mal gleich einen Vergleich. So, machen wir es mal an. Jetzt nehme ich den Handschuh und gucke mal, ob ich mein Smartphone damit bedienen kann. Da, ihr seht, das geht nicht. Ich kann mein Smartphone mit einem normalen Handschuh nicht bedienen. Und das ist der große Vorteil von diesem Touchscreen. Man sieht alles schön, man kann sich den am Fahrzeug ranbauen, hat das teure Smartphone dann bei sich am Körper. Auch immer so eine Sache bei Unfällen, das vergisst man auch, wenn man wirklich mal einen Unfall mit dem Fahrzeug hat. Ihr fahrt über eine Landstraße, rutscht auf der Straße aus, ihr landet irgendwo im Graben weg von eurem Fahrzeug, habt euch das Bein gebrochen, kommt nicht mehr zum Fahrzeug zurück, wo euer Smartphone hängt, was ihr natürlich dann braucht, um Hilfe zu rufen. Aber da kommt er nicht hin. Vorteil bei der Variante des Monitors ist, ihr habt das Smartphone ja am Körper. In der Jacke. Das heißt, wenn ihr vom Fahrzeug getrennt seid, im Falle des Falles, könnt ihr euer Smartphone rauszücken, Notruf
und alles funktioniert. Das Gerät ist ja am Fahrzeug geblieben. Von der Größe reicht die 5 Zoll Version völlig aus. Ist jetzt ein bisschen kleiner als das Smartphone, aber ist ja auch nicht so weit weg und man soll ja auch bloß ungefähr den Straßenverlauf sehen und in welche Richtung man fährt. Viel mehr sollte man bei der Fahrt nicht machen. Also eine tolle Sache, kann ich sehr empfehlen. Den Link zu dem Carpurite packe ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Der Preis zurzeit ist 281,95 Euro. Finde ich okay, also wenn man es jetzt mit so einem Smartphone vergleicht. Und eine tolle Sache, wenn ihr das über den Link unter dem Video bestellt, dann bekommt ihr noch auf das Gerät 30%. Eine ganze Menge, also wenn ihr interessiert seid, Link ist unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen zu dem Carpurite habt, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls ihr fahrt, fahrt vorsichtig. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.